Narration als Strukturierung von Informationen. Auch wenn viele Lerntheoretiker beim Begriff Gamification zuerst immer an die Vergabe von Punkten für das erfolgreiche Absolvieren von Aufgaben denken, spielt der zweite Bestandteil des Konzeptes, die narrative Rahmung der Spielhandlung, eine nicht weniger wichtige Rolle. Erzählungen helfen uns, Informationen besser zu erinnern und regen unsere Vorstellungskraft an. Diese beiden Eigenschaften sind auch für das Lernen von großer Relevanz. Narrationen stellen im Gegensatz zur bloßen Auflistung von Informationen und emotionslosen Sachtexten ein gehirnfreundliches Informationsangebot dar, was sich unter anderem in der Beliebtheit von Edutainment-Formaten spiegelt. So zeigen mehrere Meta-Analysen, dass Narrationen gegenüber Sachtexten sowohl das Erinnern als auch das Verstehen und Schlussfolgern signifikant verbessern. Jedoch gibt es bei diesen Effekten einen Einfluss des Prüfungsformats. Der Vorteil von Narration gegenüber Sachtexten war in mündlichen Prüfungen deutlich ausgeprägter als in schriftlichen Prüfungen. Ob die Narration schriftlich oder verbal präsentiert wurde, spielte hingegen keine Rolle. Genauso wenig wie das Alter der Studienteilnehmerinnen. Beispiel für eine Gamification-Narration. Ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Narration stellt das Spiel Pie Protectors der amerikanischen Versicherungsgesellschaft Allstate dar. Um Mitarbeiter und auch Kunden zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der eigenen Daten zu motivieren, gamifizierte das Unternehmen seine Schulungsvideos und Lernquizze in ein Lernspiel, bei dem die Teilnehmerinnen in die Rolle von Superhelden schlüpfen, um den Superschurken Data Gator zu besiegen, dessen Ziel es ist, die persönlichen Informationen der Unternehmenskunden an sich zu reißen. Zusätzlich wurde ein Highscore implementiert, um den Austausch über erfolgreiche Strategien anzuregen und individuelle Erfolge der Teilnehmerinnen sichtbar zu machen. Alternativ zur Heldenrolle kann die Narration aber auch aus der Rolle des Schurken oder Gegenspielers erzählt werden. Für wissenschaftliche Themen erscheint dies besonders attraktiv, da der Charakter des bösen Wissenschaftlers auch in der Popkultur von James Bond bis hin zu den Helden des Marvel-Universums große Popularität genießt. Weniger ist nicht immer mehr. Aus gedächtnispsychologischer Sicht stellt eine Narration eine Anreicherung des Lerngegenstandes dar. So werden nicht nur Verknüpfungen mit anderen Inhalten des für das Wissen zuständigen deklarativen Gedächtnisses bereitgestellt, sondern auch das für Erleben zuständige episodische Gedächtnis integriert, was das Erinnern und Abrufen der gelernten Inhalte erleichtert. Diese Anreicherung findet auch bei Gedächtniskünstlern Anwendung, die scheinbar unbegrenzt viele Begriffe und deren Reihenfolge erinnern, indem sie Geschichten erfinden, in denen die zu erinnernden Wörter in der zu erinnerten Reihenfolge eingearbeitet sind.